Hi Leute, willkommen zu Dragon Gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, da ich euch ja schon beim letzten Mal versprochen hatte, kommt jetzt das Video zum Klappspaten. Und zwar hat der gute Maurice mich gefragt, ob ich für seine Leute irgendwie, die spielen irgendwie Russen in der Endzeit, ob ich da nicht einen russischen Klappspaten für machen kann. So endzeitmäßig. Naja, dachte ich mir, machen wir doch direkt mal, ne? Ist ja nicht so riesig aufwendig. Wenn das ganze Thema euch gefällt, bleibt dran. Wir sehen uns. Habt ihr ein bisschen schon was vorbereitet? Das ist die Pappschablone für die Schaufel. Dann habe ich quasi von der Schaufel, das wird das Hauptteil werden. Das wird nochmal ein Teil für drauf und das nochmal ein Teil für drunter. Ja. Jetzt bin ich allerdings am Überlegen, das Teil für drunter, das oder drauf, nein, das war für drauf. Das war mir eigentlich zu klein, stimmt. Ich hatte nämlich jetzt auch zwei Teile von gemacht. Eigentlich brauchen wir nur eins, aber ist ja. Also das Teil können wir dann wegmachen, das brauchen wir eigentlich nicht. Tun wir direkt mal auf Seite. Und zwar habe ich schon mal eins vorgebaut, aber da war das jetzt nicht so praktisch, weil ich erkläre euch das dann. Naja, gut. So, was braucht man denn alles? So wieder das übliche wie Schere, Cuttermesser, Heißkleber, Pattex, Leder, Spitzenschutz, ja, mit Leder. Dafür sind die zwei Dinger da. Das wird für den Stock, also das Holz, den Stiel. Das noch für eine Platte oben drauf, dass das ein bisschen abgerundet ist. Das für den Stiel zu wickeln. Ja, und Fliegengitter natürlich, ne? So, dann fangen wir jetzt erstmal mit dem Spitzenschutz wieder an. Nachdem wir das jetzt hier abgeschnitten haben, verkleben wir das noch ein bisschen, damit das nachher auch gut hält. Soll ja nicht wieder aufgehen so schnell. So, das ist jetzt schon mal der Grundbau. Dann fangen wir mal an. Ich habe das Ganze ein bisschen großzügig gehalten. Also hier von der Länge her ein bisschen länger. Hätte jetzt nicht sein müssen, aber wir machen das jetzt einfach mal. Ich gucke jetzt mal, dass ich das ganze Teil in einem Zug draufgeklebt kriege. So, jetzt haben wir das soweit schon mal geklebt. Natürlich ist das jetzt ein bisschen blöd. Ich habe natürlich mal wieder den weißen Edding vergessen. Werde ich wahrscheinlich auch mal einen zweiten besorgen müssen, aber Gott sei Dank, das geht. Ich mache mir jetzt hier mit dem Kugelschreiber mal wieder eine Linie. Das ist dann wieder für den Pattex, damit ihr wisst, wie weit ihr kleben müsst. Wie gesagt, mit dem weißen Stift könnt man das jetzt besser sehen. Das ist quasi, ihr macht hier die Linie drauf. Das ist dann die Klebekante. So, das machen wir aber nicht mit der Heißklebepistole. Die nehmen wir dann gleich erst. Dann nehmen wir den guten alten Pattex. Stück Zeitung. Ich hoffe, dass ich hier auch noch irgendwo einen alten Gammel bin. Oh, das war mein Arm. Da bin ich an die Heißklebepistole gekommen. Das sollte man halt nicht machen. Das ist nicht so schön. So, nehmen wir das Teil hier. Und dann geht er hin. Immer schön so in die Ritzen hier mit rein. Damit das nachher auch gut klebt. Auch ein bisschen hier über die Linie drüber. Sicher, sicher. Können wir nachher dann, wenn er dann das rund schleift, können wir das dann wegschleifen, weil zu viel dann an Pattex da ist. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal wieder was antrocknen.
Der Pattex ist jetzt angetrocknet. Merkt ihr, indem man drauf geht und es klebt nicht mehr. Und dann rollen wir das einfach so einmal gut rum. Nochmal gut andrücken. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal was trocknen. Dann machen wir mal weiter. Und zwar, das Ganze ist jetzt trocken. Schneiden wir erstmal hier überall ein Stück ab. Kann ich vielleicht auch den dickeren Karton nehmen. So. So. Haben wir da schon mal soweit abgeschnitten. Tun wir hier noch ein bisschen weg. Dann können wir das nämlich noch bei und rund schleifen. Das braucht man nicht. Das kann erstmal auf Seite. So. Jetzt haben wir das so weitgehend rund. Jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir ungefähr die Länge. Jetzt werden wir das Ganze ein bisschen anspitzen. Nicht zu viel, aber schon so, dass es danach ja, spitzer zuläuft. So ungefähr. Das ist wieder Müll, das kann wieder auf Seite. Dann werden wir das Ganze noch ein bisschen zuschleifen. Jetzt haben wir das Ganze so halbwegs ein bisschen zugeschliffen, dass das ein bisschen spitzer vorne wird. Und zwar werden wir jetzt das Teil hier so einkleben. Ich glaube, das kann auch noch ein bisschen zu dick sein. Ja, mal gucken. Vielleicht schneiden wir das hier noch ein klein wenig breiter. So. Mal schauen, ob das jetzt passt. Ja, sieht schon ganz gut aus. Kann man so lassen. Werde ich jetzt erstmal nur so ein Stück einkleben. Das ist ein bisschen fisselig wieder. Passt nur wie gesagt immer auf beim Heißkleber, dass ihr euch nicht die Pfoten verbrennt. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das ist jetzt erstmal nur quasi so zum Fixieren.
So, das lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen. Dann gehen wir hin und das erstmal hier so ein bisschen dran. Dann nehmen wir uns den bisschen breiteren Streifen für den Knauf oben zu machen. Wie gesagt, können wir alles auch mit Pattex machen. So. Erstmal. Jetzt können wir noch ein bisschen nachkleben. Obwohl das nicht so schlimm ist. Das wird nachher sowieso noch mit Fliegengitter verklebt. Also da braucht ihr euch dann keinen Kopf zu machen. Das wird richtig stabil. Ja, müssen wir nachladen. Seite. Könnt ihr euch natürlich auch wieder eine Hilfslinie mit dem Edding im Weißen machen. Oder wenn ihr weiße Matte nehmt, dann halt einen Kugelschreiber oder Filzstift. Obwohl besser mit dem Kugelschreiber. Beim Filzstift kann schon mal passieren, dass da dann die Linien noch nicht durchkommen. Habe ich auch schon mal gehabt, vor Jahren. Also lieber mit dem Kugelschreiber. Oder halt mit so einem weißen Stift. Das geht eigentlich auch, das sieht man nicht. Komischerweise. So. Oder ich hatte die Schichten damals nicht dick genug gemacht. So, schneiden wir das Ganze hier wieder ein bisschen bei. So, dann haben wir das hier schon mal ein bisschen dicker. Dann haben wir hier das Stück ja gehabt. Das kommt quasi oben so drauf. Schleife ich oben noch ein bisschen was an. So, dann lassen wir das jetzt ein bisschen abkühlen. Und dann gehen wir jetzt hin und nehmen erstmal das Fliegengitter. Und zwar müssen wir gucken, wie viel wir brauchen. Sachen. So ungefähr. So, da. So, ich habe natürlich wieder ein relativ großes Stück genommen. Relativ viel Verschnitt, aber naja. Ich habe sie jetzt ein bisschen großzügiger bemessen. Aber das seht ihr nachher, wenn ich die Dreiermatte draufklebe, warum ich das gemacht habe. Hätte ich beim Fliegengitter quasi jetzt nicht unbedingt gemusst, aber naja gut. Das seht ihr ja dann gleich. So. Sagen wir die Fläche schon mal drauf. So eine Schaufel. Und wenn ihr seht, das ist schon richtig, da tut sich schon nicht mehr allzu viel. Ne? Also prinzipiell könnte man das jetzt schon ohne so nehmen, aber wir wollen ja noch den Metall und alles machen. Ne? Das seht ihr jetzt gleich. So. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ich glaube, wir fangen jetzt erstmal an. Könnten wir machen mit Pattex. Aber ich mache das jetzt einfach mal mit Heißkleber.
Jetzt haben wir hier noch eine Schräge drin. Und das ganze Ding, das sieht ja jetzt auch noch ein bisschen neu aus. Ne? So. Nehmen wir mal noch so ein paar kleine Kitchen rein. So was guckt am besten, wenn man da eine schöne scharfe Cutterklinge nimmt. Ja. Jetzt zeige ich euch noch was, das habe ich nämlich bei dem ersten Mal vergessen. Und zwar, naja, vergessen halt nicht, ich war eigentlich nur zu faul runter in den Keller zu gehen. Ich werde jetzt erstmal das Ganze ein bisschen glätten. So, und jetzt hat eigentlich, weil ich nämlich vergessen hatte bei der ersten Version, die Nieten. So, dann brauchen wir wieder eine Zange. Ich mache mir das mal jetzt wieder so ganz simpel. Nehmen wir einfach wieder die Spitze aus dem Lötkolben raus. Und drücken das Ganze hier zweimal rein. Wie gesagt, das hatte ich jetzt beim ersten nämlich total verpeilt. Und schon haben wir die Nieten drin. So, damit hätten wir quasi den Grundbau schon mal fertig. Ja? So sieht das ganze Ding jetzt aus, wie ihr seht. Also, das ist schon relativ stabil. Also Fliegengitter, das ist schon Wahnsinn, wenn er das einklebt. Mit Pattex wäre das auch so stabil geworden. Ja? Und das ist jetzt schon mal der Rohling. Dann fangen wir jetzt an und pinseln das Ganze. Dann geht es mal weiter. Und zwar, ich habe euch ja gesagt, ich habe ja schon einen Prototypen gemacht. Also ich muss sagen, die alte neue Formel vom FlexiPaint, die klebt wie Sau, selbst wenn sie schon trocken ist. Ist jetzt nicht schlecht, also für Abgüsse super. Na, bin mal gespannt. So, das ist ja jetzt den ich bis jetzt gebaut hatte. Das war jetzt hier quasi der erste Prototypen. Hier seht ihr ja, ne? Also so im Verhältnis, das ist schon ein bisschen hier so wellig geworden. Wie gesagt, deshalb hatte ich hier das zum Draufkleben auch etwas großzügiger bemessen. Allerdings habe ich dann hier vergessen, hier diese Nieten zu machen und habe den halt schon ein bisschen weiter gepinselt. Wie gesagt, ich hatte euch ja gesagt, dass ich euch beide Sachen zeige. Dann habe ich schon wieder so ein bisschen was vorbereitet. Und zwar erstmal schwarz, weil den müssen wir ja auch pinseln. Dann ein paar Pöttchen, das wird dann für braun. Dann fällt mir ein, dann brauche ich noch irgendwas. Vielleicht nehmen wir den für Silber und den für Braun. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall, wir fangen jetzt erstmal hier an. Apropos, noch so ein kleiner Tipp, wenn ihr alte Latexflaschen habt, ne? Bisschen absäbeln, Wasser rein und dann könnt ihr eure Pinsel vom FlexiPaint da reinwerfen. Dann halten die sich auch länger. Also ich muss sagen, bei den momentanen Pinselpreisen, das sind meine Tipps, denke ich mal, schon ja nicht mehr so übel. Also ich muss sagen, jetzt mittlerweile für so einen Borstenpinsel fast 2 Euro, das finde ich schon ein bisschen happig. Naja, gut. So, dann fangen wir mal an. Wie gesagt, da habe ich mal wieder vergessen. Hätte ich besser vorher, habt ihr jetzt aber erst beim Pinsel gemerkt. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwo mit Heißkleber oder so habt, oder mit, sag schnell, Fliegengitter, ne, macht am besten noch eine Schicht drüber. Obwohl ich muss sagen, die neue alte Formel, die pappt ja eigentlich richtig gut alles zu. Also ich bin echt überrascht. Weil die neuere Formel, die hat sich immer von dieser Oberfläche so richtig weggezogen. Da sahst du richtig, wie sich dann, wenn du aufgetragen hast, so Löcher gebildet haben. Also ich muss ehrlich sein, also ich finde die Formel so ja noch besser wie die Urformel. Weiß ich nicht. Wie gesagt, also ihr seht, das klebt schon auf der Matte irgendwie fest. Ne? Und das Ding ist jetzt schon seit 2, 3 Tagen, habe ich das im Bastelzimmer hängen gehabt. Also ist schon nicht schlecht. Ne? So, das Ganze werden wir jetzt erstmal pinseln. Ne? Und dann fangen wir jetzt hier mit dem anderen schon mal an, die richtige Farbe drauf zu machen. Und dann hoffe ich mal, dass ich alle beide Sparten dann zusammen fertig habe. So, also das Zeug, das klebt wirklich wie Sau. Also ich bin echt fasziniert davon.
So, dann fangen wir mal an. Ich nehme jetzt erstmal ein Behältnis. Dann nehmen wir ein bisschen Flexipaint. Und zwar der transparente. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich da brauche. Wahrscheinlich eher wenig. So. Was ich natürlich jetzt auch noch brauche, sind ein paar Pinselstiele. Und zwar zum Umrühren. Hoffentlich habe ich ja noch hier noch alte Pinsel rumfliegen, die ich dafür nehmen kann. Knicken wir das ab. Ja, nur 2, aber das ist nicht schlimm. Dann nehme ich irgendeinen Schwamm und kann das dann runter machen. So. Dann nehme ich jetzt ganz einfache braune Abtönfarbe. Und rühre das ganz hier drin um. Gucken, dass er nicht so viel Farbe nimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich, also bis jetzt gemerkt habe ich noch nicht, also bei Latex sowieso nicht, aber bei Flexipaint auch nicht, dass das dadurch irgendwie brüchig wird. Das habe ich auch noch nicht feststellen können. Könnt ja mal schreiben, ob ihr da irgendwie negative Erfahrungen gemacht habt. Ich denke mal, das hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie viel man da rein tut. Also vom Braun und Mischverhältnis. Wie ihr seht, das ist nicht viel, was ich da rein tue. Nehmen wir mal irgendeinen alten Schwamm. So. Dafür dann auch wieder die Zeitung. Dann können wir nämlich wieder ein bisschen abtupfen. Ich sage, ihr seht ja, das Zeug klebt wie Sau. Bin echt fasziniert davon. So. Und dadurch, dass man das Ganze ja hier endzeitmäßig machen. Ich war jetzt erst am Überlegen, bei dem Flexipaint kann man das ja gut abkleben. Ne? Das geht ja dann noch gut runter. Aber ich würde davon mal absehen. Den braunen Ton, den lassen wir jetzt erstmal trocknen. Und mal gucken. Auf jeden Fall, ich glaube, ich mache nur noch ein helles Braun drüber. Also hier ein bisschen Ocker. Aber ich werde jetzt erstmal mit ein bisschen Silber über den Spaten Silber drüber gehen. Wie gesagt, das sieht jetzt alles noch ein bisschen neu aus. Jetzt fangen wir mal wieder ein bisschen an zu mischen. So Leute, das Silber und das Braun für den Rost ist jetzt soweit trocken. Jetzt habe ich mal bei der Dose mit Flexipaint, aber wirklich nur ein bisschen. Dann wird das Ganze jetzt noch ein bisschen nachdunkeln. Viel Wasser, wenig Flexipaint. Und nehme jetzt einfach hier den Schwamm. Also das ist ein Schwamm, oh, doch ist ja ein Schwamm. Dann wird das noch ein bisschen nachdunkeln. So, dann lassen wir das Ganze und jetzt erstmal wieder trocknen. Ja, dann ist die Farbe jetzt soweit trocken. Dann fangen wir mal an mit dem Topcoat, also mit dem Finish. Nehmen wir wieder Matte von Flexipaint. Tja Leute, was soll ich sagen? Sie sind fertig. So sieht das Ganze aus. Ja? Ich finde das Ding immer noch total geil. Mit dem Verzogenen. Das sieht wirklich aus, als wenn da schon einer so richtig einen vor die Birne gekriegt hat. Oder keine Ahnung, irgendeiner schon was richtig verzimmert gekriegt hat. Wie gesagt, das war jetzt die erste Version. Das ist jetzt die zweite. Ja, dann hoffe ich mal, das ganze Thema hat euch mal wieder gefallen. Kommentare, Likes und so weiter, kennt ihr ja schon alles. Ja, und ihr sehen, damit unterstützt ihr mich und ich freue mich wirklich über jeden Abonnenten. Danke an alle, die mich schon abonniert haben und noch abonnieren werden. Ne? Vielen Dank an alle. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Halloween, beziehungsweise, ja, ich glaube morgen, Montag, ne? Ja.
und noch ein schönes Restwochenende. Dann hoffe ich, wir sehen uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.